Das ist der Weg. Moin moin und herzlich willkommen zum TWS und zur Auflösung des Bilderrätsels, das ich vor einigen Tagen in der Geländebaugruppe auf Facebook gepostet hatte. Nein, kein Springbrunnen, keine Radkappe, kein UFO, kein Kochtopfdeckel, kein Tannenbaumständer oder neue Ringe für den Saturn. Es ist die Basis für den Jedi-Tempel auf dem Planeten Tython, der Schauplatz in der 14. Folge von The Mandalorian war. Und genau dieser epische Tempel wird nun aus Hartschaum nachgebaut. Die Basis soll aus 4 Platten von je 0,5 cm Höhe bestehen, genauer gesagt 2 durchgehenden Platten und 2 Ringen, jeweils mit Stufen nach außen und innen. Zwar lassen sich mit dem Proxxon Thermocut und einer Kreisführung Zylinder von bis zu rund 32 cm Durchmesser schneiden, das Problem ist nur, um davon einzelne Scheiben abzuschneiden, reicht die Höhe des Bügels vom Proxxon Thermocut nicht aus. Da passen nämlich nur knapp 14 cm hohe Bauteile drunter. Aber man kann einfach 4 Viertelkreise statt einen vollen Kreis zuschneiden. Deren Radius muss aber wie gesagt kleiner als 14 cm sein, daher nehme ich 13,5 als Radiusmaß. Somit hat die unterste Zylinderplatte einen Durchmesser von 27 cm. Die Zylinderplatte darüber ist durch die beiden 0,5 cm Stufen genau 1 cm kleiner. Der Radius beträgt also 13 cm, der Durchmesser 26 cm. Der erste Ring hat durch eine weitere Stufe einen äußeren Radius von 12,5 cm bzw. einen äußeren Durchmesser von 25 cm. Der innere Radius beträgt 8,5 cm bzw. 17 cm als inneren Durchmesser. Der oberste Ring ist wieder kleiner und hat einen äußeren Radius von 12 cm bzw. einen äußeren Durchmesser von 24 cm. Der innere Radius lautet 9 cm bzw. 18 cm als inneren Durchmesser. Dieser Ring hat dadurch eine Breite von 3 cm, also genügend Platz, um eine Miniatur mit Base draufzustellen. Wenn man sich diese Maße erst einmal zurechtgetüftelt hat, ist der Rest ganz einfach. Alles, was ihr nun braucht, ist ein ca. 14 cm x 14 cm großer Hartschaumblock von 10 cm Höhe. Achtet darauf, dass dieser Block mit mindestens einer 14 cm Seite unter dem Bügel des Proxxon Thermocut hindurchpasst. Stellt eine Schnittbreite von knapp 2,5 cm ein und zerschneidet den Block in 4 ca. 14 x 14 cm große und rund 2,5 cm hohe Platten. Achtet darauf, dass die Platten wirklich rechtwinklig und an den Seiten gerade abgeschnitten sind. Markiert auf jeder Platte nahe einer Ecke einen Punkt, der den Mittelpunkt eurer Zylinderplatten darstellt. Der Punkt sollte etwa 3 bis 5 mm von den Kanten entfernt sein. Zeichnet von diesem Punkt zudem parallele Linien entlang der Kanten als Orientierung ein. Steckt die erste Platte mit dem markierten Punkt auf eure Kreisführung und stellt das Maß des Durchmessers der untersten Zylinderplatte ein, also 27 cm. Danach wird das Bauteil ganz normal abgerundet. Schnappt euch die zweite Platte und stellt den Durchmesser der zweiten Zylinderplatte ein, also 26 cm. Rundet dann auch diese Platte ab. Für die dritte Platte stellt ihr entsprechend 25 cm als Durchmesser ein. Nach dem Zuschnitt lasst ihr das Bauteil aber auf der Kreisführung und stellt den inneren Durchmesser von 17 cm ein. Schneidet ein weiteres Mal durchs Bauteil und hebt die Reststücke vorerst auf. Für die letzte Platte stellt ihr den Durchmesser des oberen Rings ein, also zunächst 24 cm für außen und dann 18 cm für innen. Schnappt euch eine der 3 geteilten Platten und legt sie so herum auf den Proxxon Thermocut, dass ihr eure Bleistiftmarkierung seht. Drückt die Teile an die Führungsschiene und schneidet mit niedriger Hitze genau entlang der beiden Bleistiftlinien ab. Nun ist das Bauteil ein exaktes Viertelkreisstück. Wiederholt das mit den 3 anderen Platten. Anschließend habt ihr dann diese Bauteile vor euch. Die Reststücke können nun entsorgt werden. Markiert nun auf einem der Bauteile an einer schmalen Seite eine Schnittbreite von 0,5 cm und stellt den Proxxon Thermocut auf dieses Maß ein. Danach werden von allen 4 Bauteilen jeweils 4 0,5 cm dünne Scheiben abgeschnitten. Achtet beim Schneiden der hohen Teile darauf, dass euer Draht wirklich senkrecht steht. Sonst werden eure Teile nämlich schief.
Danach habt ihr diese 16 Bauteile vor euch und könnt eine Stellprobe machen. Übereinander gestapelt sollen 4 Teile nämlich ein solches Treppenstück ergeben. Steht dabei ein Teil irgendwo über oder ist zu groß, schneidet den Überstand einfach mit einem Cuttermesser ab. Legt die 4 großen Kreisviertel dann auf eine Unterlage und klebt die kleineren Kreisviertel leicht versetzt auf. Achtet darauf, dass außen die Abstände gleichmäßig sind und die Spitzen in der Mitte alle am Mittelpunkt zusammentreffen. Danach werden noch die 8 Bauteile der beiden Ringe aufgeklebt. Fertig ist die Basis eures Jedi-Tempels. Fehlen nur noch die 6 schrägen Steinplatten mit ihren Unterstützungsfelsen. Schneidet euch für die Steinplatten 6 Bauteile von rund 7 cm Breite, 13 cm Höhe und 2 cm Dicke zu. Die 6 Unterstützungsfelsen sind ca. 3 cm breit, 5 cm hoch und 1,5 cm dick. Schnappt euch dann zunächst die großen Steinplattenbauteile und stellt am Proxxon Thermocut eine Schnittbreite von 2 cm ein. Legt jedes Bauteil dann so hin, dass die Ecke einer langen Seite an die Führungsschiene stößt und die andere Ecke auf der Nulllinie der Skalierung liegt. Danach wird das Bauteil freihand durch den Draht geschoben und abgeschnitten, um dann den Zuschnitt auf der anderen Seite zu wiederholen. Und keine Sorge, das muss überhaupt nicht gerade werden. Verschiebt den Draht nun etwa um 25 Grad nach links, das geht am einfachsten mit einem Geodreieck. Stellt die Länge der Steinplatten als Schnittbreite ein, also 13 cm. Und schneidet die längere der beiden kurzen Seiten schräg als Standfläche ab. Wiederholt diesen schrägen Zuschnitt mit den Unterstützungsfelsen. Da diese kleiner sind, braucht ihr eine Verlängerung eurer Führung, denn die Führungsschiene lässt sich wegen des schräg gestellten Drahts nicht ganz an die Bauteile heranschieben. Ist das erledigt, geht's mit den Steinplatten weiter. Stellt als Schnittbreite 2 cm ein, was der Dicke eurer Platten entspricht. Nun wird der Draht so weit verschoben, dass er oben mittig durch das Bauteil läuft. Ist alles richtig eingestellt, werden die äußeren Seiten der Steinplatten schräg abgeschnitten. Danach habt ihr diese 12 Bauteile und damit rings um euren Tempel herum schräge Steinplatten anzufügen. Aber all das, inklusive Strukturieren, Bemalen und Dekorieren, machen wir im zweiten Teil. Hab ich schon gehört. Der folgt bereits in 2 Wochen, doch wir sehen uns erstmal nächsten Freitag. Bis dann.